No Smoke, No Fun. Das war das Motto des Skripts Exhaust Extension bzw. Abgaserweiterung für den Landwirtschaftssimulator 22. Ein voller Erfolg und somit bin ich jetzt froh, euch verkünden zu dürfen, dass das Skript auch wieder Einzug erhält in den LS25. Und in diesem Video möchte ich euch ein bisschen von der Mod zeigen, wie das alles funktioniert, was sich geändert hat. Und für die jetzt noch gar nicht Bescheid wissen, was ist das überhaupt? Dieses Skript baut sich automatisch in alle Fahrzeuge ein und fügt quasi einen realistischen Rauchpartikeleffekt hinzu, der abhängig ist von verschiedenen Trigger-Events, zum Beispiel Motorstart, Anschalten eines Anbaugeräts und der Last auf den Motor. Bedeutet, wenn wir jetzt hier einmal den Motor einschalten, sehen wir, dass hier kurz eine Rauchfahne zu sehen ist. Und die Intensität hängt quasi ab von ein paar Faktoren wie der Motorlast. Ja, so eine Packenpresse, die zieht ja auch in echt ziemlich viel Leistung, deshalb können wir jetzt hier sehen, wenn wir die mal anschalten, dass hier, solange wie das Schwungrad beschleunigt wird, auch dementsprechend ein bisschen was zu sehen ist. Und wenn ich jetzt aufs Gaspedal trete, je nach Motorlast wird dann die Intensität gesteuert. Das können wir auch ziemlich deutlich sehen, wenn wir jetzt hier einmal weiter switchen. Hier haben wir ja, einen nicht mehr so ganz jungen Kollegen. Dementsprechend sehen wir hier, dass es auch etwas intensiver ist. Das habe ich ja, per XML definiert. Dazu kommen wir dann gleich später. Was man nur wissen muss als Nutzer, ihr müsst da eigentlich gar nichts machen. Ihr könnt einfach einsteigen, losfahren. Für die Modder ist das nochmal interessant, da komme ich dann aber auch gleich drauf zurück. Und wie ihr seht hier auch bei jedem Gangwechsel, wie die Last auf dem Motor hier dementsprechend die Rauchfahne kontrolliert. Und hier seht ihr auch vielleicht schon einen Unterschied zur LS22-Version, denn da war es mir technisch noch nicht möglich, das so ja, zu bauen, dass abhängig von der Geschwindigkeit die Partikel hier auch so nach hinten ziehen. Das ja, ist hier in der neuen Version quasi mit am Start. Ja, dann switchen wir auch einfach nochmal ja, ein bisschen weiter hier in den Harvester. Denn hier kann ich euch dann noch zeigen, beim Sägen und Entasten. Das ist quasi auch jeweils ein Trigger-Event. So, drehe ich mal die Kamera so, dass man das sieht. Na, beim Sägen habt ihr so ein kleines bisschen gesehen. Und gleich beim Entasten müsste man das auch noch sehen. So, wie lang habe ich denn jetzt hier? Steht das da gar nicht. Ich muss zugeben, so viel habe ich den neuen LS jetzt auch noch nicht gespielt. Probieren wir es einfach mal. Ja, genau. Bei jedem Mal entasten seht ihr hier die Rauchfahne. Das ist jetzt vielleicht bei dem 951 jetzt ein bisschen, ja, zu intensiv. Vielleicht schaue ich da nochmal bei. Aber wenn ihr jetzt einen älteren Harvester oder so habt, dann ist das durchaus realistisch. Genau. Und ja, jetzt mal für alle Modder, wenn ihr ein bisschen an den Werten schrauben wollt, dann schaut ihr am besten einmal in die ZIP rein. Hier haben wir eine README und hier steht quasi alles drin, was man wissen muss. Dieser Block hier, den könnt ihr kopieren, da steht quasi alles Notwendige drin. Zum Beispiel die generelle Intensität, ob der Effekt quasi ganz deaktiviert werden soll, Motorstartfaktor und dann halt ne, Schneiden, Entasten. Node-Offsets sind quasi, da könnt ihr einen Versatz definieren vom Standard-Abgaseffekt, wenn ihr das möchtet.
Da könnt ihr ja mal ein bisschen rumprobieren. Jedenfalls, das können wir einmal hier kopieren und dann in die Mod einfügen. Da sucht ihr einmal nach Motorized. Und das ist quasi die Sektion, die startet hier und endet hier unten. Und innerhalb dessen könnt ihr es irgendwo reinkopieren. Hier seht ihr, hier habe ich schon drin. Da habe ich ein bisschen rausgekürzt, was auch möglich ist. Das heißt, wenn ich das jetzt hier mal einfüge, dann müsst ihr eventuell den Einschub ein bisschen anpassen. So, da könnt ihr auch einzelne rauslöschen. Wenn ihr sagt, was meistens der Fall ist, ich brauche keinen Node-Offset, dann nehmt ihr das einfach raus und könnt hier die Faktoren ändern, wie ihr mögt. Hier in der Exhaust Extension ZIP habe ich auch schon ein paar Werte definiert für beispielsweise ja, die älteren Fahrzeuge aus dem Base Game. Hier drin müsst ihr nichts machen, aber ist halt vielleicht gut zu wissen, dass ja, für manche Base Game Fahrzeuge das auch schon durch mich ein bisschen angepasst wurde. Beispielsweise hier der International Transstar, den wir eben gesehen haben, der hat mal gerade die doppelte Intensität. Und ja, da kann man schon einiges mitmachen. Ja, das war's dann auch schon soweit mit dem Video. Ein kleines, feines Skript. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Lasst doch gerne ein Like und einen Kommentar da, teilt das Ganze. Und ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und ciao.